Hallo, ich bin Andreas. Heute möchte ich etwas machen zu dem Thema Selbstwahrnehmung und Umwelt. Auch eine Frage an euch. Wie nehmt ihr euch selber wahr? Wie nehmt ihr die Umwelt wahr? Die große Frage, habt ihr einen Bezug, ein Empfinden, ein Mitgefühl gegenüber den anderen Lebewesen, Tieren, Pflanzen, Felsen, Natur, alles was da ist, alles Leben, all das ist auch Leben. Habt ihr heute in dieser voll technisierten Welt noch einen Bezug dazu, ein Empfinden dazu? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass hier direkt gegenüber, ich mache nachher ein Foto, wenn ich aus dem Fenster schaue, schaue ich auf habe ich ja ein Kreuz, Christuskreuz, hier direkt vor meinem Fenster und ich habe eine Kirche direkt hier vor dem Ausblick. Und wenn ich hier sitze, das ist mein Küchentisch, und mache hier etwas geistig, schreibe etwas oder denke etwas, poste etwas, ist es sehr oft so, dass Tauben kommen, sie umfliegen einmal den Kirchturm, dann setzen sie sich der Reihe nach auf das Dach und dann weiß ich, es ist ein Gruß, sie kommunizieren mit mir und ich sage, hallo, ihr Täubchen, ich sehe euch. Und sehr oft ist es dann so, dann steigen sie auf und machen mehrere Kunstflüge um den Kirchturm hier zu mir, direkt ein ganzer Schwarm. Da sind es erst vielleicht nur 10, 5.000 bis vielleicht zu 20.000. Und dann weiß ich, sie geben mir eine Nachricht, dass ich richtig denke und richtig empfinde, dass ich dieses noch wahrnehme, dass ich Kontakt habe zu den anderen Wesen. Und ich achte sie. Es sind alles beseelte Wesen. Sie alle haben eine Seele. Das gleiche gilt gegenüber einem Baum. Ein Baum ist ein Lebewesen, ein individuelles Lebewesen mit einer eigenen Seele. Und mir geht es jetzt darum, habt ihr noch in dieser Welt, in dieser Zeit ein Empfinden dafür? Und wenn ja, dann berichtet doch mal, wie es euch ergeht, wie ihr es wahrnehmt. Das ist das eine. Das andere ist die Selbstwahrnehmung. Wie empfindet ihr euch selbst? Als was empfindet ihr euch? Bei mir ist es so, dass ich als kleines Kind meinen älteren Geschwistern gegenüber immer gesagt habe, eure Eltern sind nicht meine wirklichen Eltern, ich komme aus einer anderen Welt. Woher ich das habe, weiß ich nicht. Das habe ich so gesagt. Das ist tief in mir drin gewesen, dieses Bewusstsein, dass ich zu Gast sozusagen hier bin und auch mit einer Art Auftrag, Botschaft oder das, ja, mit einem geistigen Auftrag bin ich hier. Das wusste ich schon, als ich 6, 7, 8 Jahre alt war. Und das ist interessant, so zu fühlen, finde ich. Und ich empfinde mich bis heute so, dass ich hier ein Mitwesen bin unter unzähligen anderen Wesen, ein Wesen mit eigener Seele, ein Wesen mit einer Aufgabe. Ich liebe diese Welt, diese Natur. Ich liebe die Mitlebewesen. Und die lieben Menschen liebe ich auch. Kann ich sagen, oder die sich bemühen, die Menschen. Ja. Man soll auch seine Feinde lieben, heißt es, okay, sie bekommen so viel Liebe, dass ich sage, okay, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben oder gebe die Hoffnung nicht auf, dass ihr noch aufsteigen könnt oder euch ändern könnt, verbessern könnt. So, ist eigentlich ein schönes Feeling, ja, muss ich sagen. Das ist meine Selbstwahrnehmung.
Und dieser Bezug, zum Beispiel dieses Glockenspiel, was ich vor der Tür habe, was man ja oft im Hintergrund hört und was ich in den letzten Videos als sozusagen musikalischen Beitrag einfüge ins Video, weil sonst, wenn ich Musik aus dem Internet nehme, andere das Recht auf mein Video haben oder bestimmen können, die Urheber dieser Musik können mein Video manipulieren und das möchte ich nicht und darum mache ich alles jetzt selber und verzichte auf Musik. Ich habe dieses Glockenspiel, das ist auch eine Musik und das ist ich halte gleich auch, mache gleich eine Tonaufnahme von dem Glockenspiel von jetzt, dieser Zeit, diesem Moment. Das werde ich einfügen im Video. Das ist der Wind, der auch mit mir kommuniziert. Das heißt, die Welt insgesamt hat einen Bezug zu mir, ich habe einen Bezug zu ihr. Wir kommunizieren auf unsere Art und Weise miteinander. Und ich fühle das. Ich fühle, wenn es einen geistigen Bezug gibt. Das fühle ich auch bei Menschen. Ich fühle die Seelen zum Beispiel. Ich kann fühlen, was jemand denkt. Ich kann auf große Entfernung eine Seele fühlen und wahrnehmen, wie sie tickt, in Anführungsstrichen. Das ist aber ein persönlicher Reichtum, sage ich, den habe ich, damit ich meine Aufgabe erfüllen kann, die ich hier habe. So. Und vieles davon haben neugeborene Kinder. Wenn man die mal mit hohem Respekt beobachtet und teilnimmt, selber sich heruntersetzt, nicht viel redet, sondern ihnen mal zuschaut, kann man wahrnehmen, dass die kleinen Kinder, sagen wir mal, die ersten 4, 5 Jahre super tolle Ideen haben, einen super Bezug zu allen Tieren haben, keinerlei Furcht vor Tieren haben, selbstverständlich mit ihnen sprechen und Mitgefühl haben. Wie viel Mitgefühl hat ein Kleinkind, wenn es sieht, dass zum Beispiel jemand geschlagen wird oder ein Tier geschlagen wird oder wenn ein Tier jault. All dieses, das ist geistiger Reichtum, der im Laufe unseres Erwachsenwerdens und in Anführungsstrichen vernünftig Werdens verloren geht. Jetzt sage ich nicht wirklich verloren, sondern er schlummert in uns und das andere gewinnt Oberhand, dass wir funktionieren, im System funktionieren und systemfördernd funktionieren, was ja in unserer Gesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft bedeutet, dass man dazu beiträgt, dass es um Profit geht, immer um Geld, alles. Geld regiert die Welt, heißt es. Das ist so, für Geld wird viel Schönes getan, für Geld wird aber auch sehr viel Schlechtes getan. Und das Schlimmste wird für Geld getan. Für Geld wird gemordet, Kriege werden für Geld geführt und aus Profitgier, aus Gier, dass man irgendetwas besitzen will. Das sind alles niedere geistige Werte, die bei uns aber dermaßen hoch sind, dass sie sozusagen uns diktieren, solange wir dieses Spiel mitmachen. Und jetzt sind wir nicht an einem Punkt, wo es heißt, nein, Schluss damit, ich mache nicht mehr mit in dem Krankensystem und sage bei dem und dem und dem und dem, nein, ohne mich mache ich nicht. Das ist wichtig, damit ich selber noch Ja zu mir selber sagen kann, Ja zu meiner Seele sagen kann, zu meinem Geist Ja sagen kann und ich sage, ja, Andreas, du bist okay. Du bist kein Idiot, weil du dieses alles postest. Du bist kein Böser, weil du dich so weit herabgesenkt hast, dass du durch viel Böses gehen musstest, damit du andere trägst und deren Last trägst. Deswegen bin ich kein Böser. Und ich bin auch kein Idiot. Das sage ich mal denen, die mir das, sagen wir, klammheimlich unterstellen. Ja. Also, wie geht es dir? Wie geht es euch?
Wie geht es euch in der Liebe? Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das Wichtigste, was wir brauchen, das ist Gesundheit, eine gesunde Ernährung, Liebe, wenn möglich eine Beziehung, eine Ehe, ein Begleiter, Familie, Freunde, ein Dach über dem Kopf, Freiheit, geistigen Spielraum, geistige Weite, Bewegungsfreiraum brauchen wir. Das sind die elementaren Werte, um die es geht. Und wenn man diese paar Werte jetzt mal nimmt und hält sie dem gegenüber, was uns jeden Tag überschwemmt, von außen, von Millionen anderen gemacht. Ja, darüber nachdenken und dann mal mit Power dagegen lenken und sich nicht mehr für blöd verkaufen lassen. Okay, Shalom, macht's gut. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr viele Beiträge schreibt in den Kommentaren und auch sehr persönlich werdet. Ja, okay. Ciao.